Hallo Modellbahnfreunde, ich begrüße euch nun zum zweiten Teil zum Bauvideo zur gemeinsamen Ausstellungsanlage. Andreas und ich haben zu Hause schon einiges jeder für sich vorbereitet und wir haben in den letzten beiden Tagen gemeinsam den Hintergrund fertiggestellt und den Untergrund für die Gleise verklebt. Gleichzeitig wurden Überlegungen angestellt über den endgültigen Gleisplan, die Auswahl von Gebäuden und das weitere Vorgehen in der Landschaftsgestaltung. Ich will nicht verschweigen, dass wir auch noch an Problemen arbeiten, zum Beispiel funktioniert die Beleuchtung noch nicht so, wie wir es wollen. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen hier im H0 Detailwerk. Und tschüss! Die Beleuchtung habe ich wie bei meiner schon auf der Homepage gezeigten Anlage wieder mit LED-Lichtbändern realisiert. Kaltweiße LEDs überwiegen, nur zum Hintergrund habe ich eine Bahn-Warmweiße geklebt. Nach dem Aufkleben unter der Blende habe ich mit vorhandenen Drahtresten die Einzelbänder verlötet. Zur zusätzlichen Stabilität habe ich die Drähte nochmals getackert, was leider auch zu Kurzschlüssen führen kann, da die Klammer die Isolierung der Drähte durchdringt. Besser ist, wie hier gezeigt, zuerst mit einem Draht dickeren Durchmessers die Klammer zu setzen, den Draht wieder zu entfernen und dann den zu lötenden Draht durchzuschieben. Die Klammern können nun vorsichtig festgedrückt werden. Nach jeder angeschlossenen Bahn habe ich eine Funktionsprobe durchgeführt, da ich gerne schon mal Plus und Minus beim Löten nicht beachtet habe. Die LEDs werden dabei nicht zerstört, sondern leuchten nicht, da sie bei falscher Polung den Strom einfach nicht durchlassen. Naja, ist ja auch die Aufgabe solch einer Diode. Hier sieht man nun die unterschiedlichen Lichtfarben und auch Hersteller. Diesen Mix habe ich versucht unter allen drei Blenden gleichmäßig zu verteilen. Die Deckplatten aus 4 mm Sperrholz sind kein Hindernis für die Tackerklammern, die auf der Oberseite noch umgebogen werden müssen. Dem Thema Gleisverlegung habe ich einige Minuten mehr gewidmet, da sich hier Sorgfältigkeit für einen ungetrübten Fahrspaß auszahlt. Als Unterlage habe ich wie bei meinem Testkreis den 2,5 mm Kork aufgeklebt. An den Schienenverbindern sind teilweise die Versorgungskabel angelötet und geklebt wurden die Gleise wieder mit 2 Komponentenkleber. Besonderen Wert habe ich auf den stabilen Gleisabschluss an den Segmentenden gelegt. Oft gesehen auf Ausstellungen, dass bei mehrmaligem Auf- und Abbau solch einer Anlage hier die meisten Probleme auftreten. Mit einfachen Winkeln aus starkem Kupfer- oder Messingdraht, an der Oberseite flach gefeilt, werden die Schienenverbinder unverrückbar am Segmentende verlötet. Die Bohrlöcher habe ich 1/10 bis 2/10 kleiner gewählt und ein Drahtstück zur Aufweitung eingeschlagen und wieder entfernt. Nun sitzt der Drahtwinkel stramm, lässt sich aber noch mit der Zange in der Höhe korrigieren. Es bietet sich an, die Anschlussdrähte gleich mit zu verlöten. Kleine Fugen ins Korkbett geschnitten, führen die Drähte zu den Durchführungen unter das Segment. Die Schwellenbänder werden aufgeklebt und die Profile mit den Schienenverbindern eingeschoben. Der Lötkolben sollte eine etwas breitere Lötspitze und mindestens 60 Watt haben. Die Anschlussdrähte verschwinden später vollkommen im Schotterbett.
Ist das benachbarte Segment bereits fest mit angeschraubt, können auch die 4 erforderlichen Drahtwinkel gleichzeitig verbaut werden. Ach ja, bevor ich es vergesse, an den bereits verzinnten Schienenverbindern an der Seite zum Segmentende habe ich den kleinen Steg entfernt, um einen glatten Abschluss zu erhalten. Nun muss das Profil mit den 2 Schienenverbindern Stück für Stück vorgeschoben werden, bis das Profil mindestens von den Kleineisen von 5 Schwellen gehalten wird. Nach dem Löten sollten sich die Profile ohne Anstrengung wieder entfernen lassen. Sind die Schienenverbinder zu dicht aneinander, hilft die Trennscheibe, den Spalt zu erweitern. Die vom Lötkolben beschädigte Schwelle konnte ich retten, ansonsten wäre der Austausch fällig. Die fehlenden Schwellen müssen noch passend geschnitten und vor dem Schottern eingeklebt werden. Passend abgelenkte Schienenprofile werden nun eingeschoben und die Spaltfreiheit am Segmentende mit einem Cuttermesser überprüft. Wenn es mir gelingt, auch beim späteren Schottern bzw. Altern der Gleise die Beweglichkeit der Profile zu erhalten, brauche ich mir um Temperaturschwankungen und eventuelle Längenausdehnung der Profile keine Gedanken zu machen. Zum Antrieb der Weichen habe ich mich für Servos und für die Herzstückumschaltung für Mikroschalter entschieden. Den Servo habe ich mit Heißkleber in eine einfache, selbstgebaute Halterung geklebt. Ein Servohorn nutze ich für den Stelldraht direkt zur Stellschwelle und gleichzeitigen Betätigung des Mikroschalters. Die kleine Unterlegscheibe sorgt dafür, dass das Servohorn leicht beweglich ist, vorausgesetzt die Schraube ist nicht zu fest angezogen. Vor der Montage habe ich den Servo grob programmiert. Unser benötigter Stellweg ist sehr kurz und wir verhindern beim ersten Einschalten eine Überbeanspruchung oder auch Zerstörung der Bauteile. Die Montage unter der Segmentplatte erfolgt nach Augenmaß. Es sollte nur nichts klemmen oder zwängen. Das Programmieren des von mir verwendeten ESU-Bausteines speziell für Servos erfolgt nach Angaben des Herstellers. Wichtig ist nur, und das war mir auch nicht sofort klar, dass zum Programmieren alle Poweranschlüsse, wie hier gezeigt, mit Strom versorgt sind. In den Endlagen müssen die Weichenzungen an den Backenschienen anliegen. Nicht zu stramm, da sonst der Servo wieder aus der programmierten Endlage gedrückt wird und neu startet, um diese Endposition wieder zu erreichen. Erst jetzt werden die Mikroschalter eingebaut und elektrisch mit dem weichen Herzstück verbunden. Wir schalten die Servos mit Momenttastern, wobei eine digitale Einsteuerung aber auch möglich ist. Geschafft haben wir bis dato ein wenig Landschaftsbau und die fertig verlegten und angeschlossenen Gleise im linken Kurvensegment. Das Schmalspurgleis und auch einfache Kartonagen liegen zur weiteren Planung bereit. Der Kork reichte nur noch für die Normalspurgleise. Vom Renovieren ein Rest von der Trittschalldämmung 3 mm stark, ist aber als Gleisunterbau ebenso gut geeignet. Das großflächige Verkleben erfordert außer der Zusammenarbeit zweier Personen keine weiteren Fähigkeiten. Auch gibt es dazu nicht viel zu sagen.
Damit am Rand der Segmente die Drahtwinkel für das Auflöten der Schienenverbinder Halt finden, haben wir hier starke Kartonstreifen verklebt. Durch den Einsatz von Kontaktkleber bei der Gleisverlegung wird sich der Trittschall aus Polystyrolschaum auflösen. Darum eine weitere Lage aus Papier. Jetzt können unterschiedliche Kleber und Farben für die weitere Gestaltung verwendet werden. Das Anbringen des Auhagen-Hintergrundes Wolkenstein hat uns einiges an Kopfzerbrechen bereitet. Ich konnte mich noch gut an die Schwierigkeiten beim Verkleben mit einem Tapeten-Weißleim-Gemisch erinnern. Diesmal haben wir Sprühkleber verwendet und das hat mir gut gefallen. Das Papier dehnt sich durch den Kleber nicht aus und schlägt auch keine Wellen. Wichtig ist, dass das Papier und der Hintergrund gleichmäßig eingesprüht werden. Zügiges und genaues Arbeiten gelingt auch hier nur zu zweit. Beim finalen Probeaufbau, Autsch, was ist das? Traten vorher nicht gesehene Fehler auf. Die Klebekraft der schweren, wasserdichten LED-Bänder reichten nicht, das warmweiße Licht störte irgendwie und die Ausleuchtung ist noch nicht absolut gleichmäßig. Für die zukünftige Ausgestaltung haben wir mögliche Gebäude ausgewählt oder einfache Kartonmodelle als Platzhalter gebastelt und die restlichen Gleise zunächst mit Heftzwecken befestigt. Uns bleibt noch viel zu tun. Bis zum nächsten Bautreff bastelt wieder jeder für sich, um dann die Ergebnisse auf der gemeinsamen Anlage zusammenzuführen.